That's amazing. You sliced that huge rock clean in half. Dann klappt es nicht und dann muss ich es, glaube ich, nochmal machen. You really are something. Well, I didn't think you could do it, Pops. Me either. I mean, of course I could. After all, I am Susanoo, the greatest warrior ever. You weren't just showing off when you said you're Nagi's descendant. Someone like you would have no trouble fighting monsters off, huh? Well, anyway, thanks a lot. Now I can start doing business again. Did you say monsters? Oh, of course, no problem. This is a job for the most skilled warrior in all of Nippon. Yes, I shall rid these lands of their vile presence. Just sit back and watch the great Susanoo work his magic. He shouldn't get all puffed up. He's nothing without us. Think you'll be okay? The monsters outside the village are nasty. Oh, glorious Amaterasu. Oh, hi. What a pleasure to witness your heroic deeds. I am in awe. When you cleaved the boulder into two, my heart skipped a beat. To see your skills with the brush is to be witness to great art. Yeah, so do we get a reward or something, lady? I hardly think your participation had any impact, little bug. It's Isu, stop calling me a bug. I'll crawl back into your kimono if you say that again. My word. Relax, lady. Furball here is more comfy anyway. Let's get back to that reward thing you were talking about. Come on, Amy. Would you paw up or something? Go on, shake. I must apologize. I would like to reward you, but I'm afraid I haven't the power. I can barely muster enough strength to make a flower bloom. Though my body stands firmly here within the confines of the village, my roots spread far and wide, protecting remote areas outside. These parts of me are known as guardian saplings. They collect the praise and adoration that gives me strength. The recent evil is eroding the guardian saplings. If this continues, I will wilt away as well, and my power will vanish. Worse yet, the dark power grows stronger with each passing day. Life as we know it will be consumed utterly in no time. Oh man, this is getting heavy. Great and powerful Amaterasu, could I be so bold as to request your assistance in rejuvenating these guardian saplings by lifting the curse that enslaves them? I shall mark the locations of nearby saplings on your map. Ja klar. Unsere erste Story Quest, sozusagen. I have grown tired. I haven't even the strength to speak now. I hope that my request has not fallen on deaf ears. Amaterasu, may the fresh scent of flowers protect you always. I'm always itching for a good fight, but I sure don't want to poke my nose into this mess. Ach, jetzt geht er doch. Still, I'm stuck with Furball here till I get all the brush skills. Anyway, Amy's god and all. What could possibly go wrong? Hey, did you listen to her, Furball? You get the rest of the brush techniques to save the world. And I'll steal and learn them. Yeah, that's the trick. At any rate, let's start by following those marks on the map. So, hello. Okay then, guess I better offload some stock before heading back. Feel free to take a look if you've been sent to do the shopping, Pop. Do some shopping? Yes. Erstmal verkaufen wir das.
Mhm. Oh nein, Moment, ich war noch nicht fertig. Oh, been sent to do the shopping. Have you pub? Was kann ich denn da kaufen? Ah, Feedback. Das wäre gar nicht so schlecht, wenn wir die alle mal... Was ist das denn? Vengeance Slip. Paper depicting karmic backlash. Temporarily deflect enemy attacks. Slightly damages nearby enemies. Ich glaube, die habe ich nie benutzt. Temporarily increases attack power, increase defense. Holy Bone. Ich würde tatsächlich mal diese Futtersäcke hier kaufen. Hier vorne war doch ein Hund. Dem kann ich bestimmt was zu essen geben. Ja, ich habe auch schon überlegt, gerade ein paar mehr zu kaufen, aber ich habe, glaube ich, noch nicht so wirklich viel Geld. Bitte sehr. Ich glaube, wenn ich gleich mal pinkeln gehe, mache ich vorher wieder so eine Animation an. Das ist eine gute, ein guter Wartebildschirm. Da waren auch Hühner. Ah, stimmt. Wo waren die denn? Hier irgendwo. Da. Die waren wahrscheinlich Seeds. Diese Musik hört jeder Hund, wenn er Futter kriegt. Wahrscheinlich. Ach, Kamera. Vielleicht noch speichern. Ich will nicht springen. Springen sie da plötzlich ins Bild. Oh, ist das schön, wie schnell das Speichern geht. Hasen. Esst ihr das? Tatsächlich. Könnt ihr eigentlich schon wieder neue kaufen. 2100 Yen habe ich noch. Jupp, Shopping. Tschüss. Jetzt kommt unser erstes großes Gebiet. Shinshu Field. Wie man sieht, ist da nicht alles so wirklich gesund. Huh? You probably know this already, Emmy, but this here is Shinshu Field, the most beautiful field in Nippon. At least it's supposed to be. But ever since that incident, I've been getting a bad vibe. We better watch where we're going. You can look at the map by holding down L2. Let's pay attention to the map as we push ahead. Oh ja, das sieht irgendwie nicht so gut aus. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man da reingelaufen ist. Und diese Schriftrollen waren Gegner. Amy, that's the first Guardian sapling marked on our map. It's supposed to be a place. It's supposed to be a place for travelers to rest and recuperate. But just look at it. It looks like it could fall over at any moment. This place is definitely cursed from the looks of it. Places where evil has taken hold, luring monsters from far and wide, and known as cursed zones. But I've never seen one this big. It's withered all the plant life in the area, even that big tree. It would take a monster with powers beyond even a god to do this. The tree is an offshoot of Sakuya. It protects nature in the area. Maybe the natural beauty here would return if we revived it. But how the heck could we do that anyway? Hier, das sind, glaube ich, Monster-Encounters. Also wenn man irgendwie ein bisschen kämpfen will, bleibt man da rein. Und verkloppen. Nicht anmalen, durchschneiden. Kloppt ein paar von den Monstern. Noch einer? Ne. Dafür kriegen wir natürlich auch ein bisschen Yen. Was ist, wenn man hier reinläuft? Ich meine dann Schaden? Oh, das sieht ja echt fies aus. Holy cow! This is bad. It looked like your regular old cursed zone from back there, but the evil here is far worse close up. It would curse a normal person in a flash. I'm afraid it might even rob you of your power. Oh ja, hier verlieren wir all unsere Kräfte. Ich denke, da sollten wir nicht reingehen. Komm, ich verklopp noch ein paar.
Braucht noch mehr Geld. Aua. Also, wollte die zusammen durchschneiden. Naja, dann mal so. Okay, da können wir dann wohl noch nicht hin. To Hana Valley. Erstmal hier hin, würde ich sagen. Ich glaube, das können wir aber auch noch nicht. Will you look at that, Amy? This guardian sapling is a wreck. So that's why Sakuya is hurting so bad. I bet the natural beauty would return if you revived that tree. But how could you possibly do something like that? You would need a special power that could make a withered tree bloom. Tja, da wissen wir ja, was wir brauchen. Oh. Another statue? Has everyone here turned to stone? They must have been struck by some terrible curse. The only way to help them is to rid this cursed zone of evil. Yep. Kann ich, wenn ich das mache. Oh, da ist einer mit seinem Instrument. Zack. Ach, hey, die haben ja sogar Energieanzeigen da unten. Hatten die schon die ganze Zeit Energieanzeigen? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich frage mich, ob das irgendeinen Unterschied macht, wenn man die... Moment, da muss ich, glaube ich, so... Ja, ob das irgendeinen Unterschied macht, wenn man die vorher einmal durchschneidet. Immerhin können wir wieder ein bisschen gucken, ne? Da drüben ist irgendwas. Da müssen wir sogar hin. Nameless man's house. A long line of men who have protected Hana Valley live here. Hallo, wer bist denn du? What just happened? I was out here chopping wood and communing with nature as usual when I heard a loud rumbling like an earthquake from the lake. Then a huge gust of wind blew up out of nowhere. I don't know what happened next, but when I came to, it was like this. My art workshop was just across the stream there, but it up and vanished when this cursed zone appeared. The earth must be angry. All I want is to live with nature in peace, man. But now I can't. I noticed a figure running from the lake toward Kamiki. Whoever it was, man, I hope Mother Earth kept them safe. Jetzt wohl sonst nichts. Können einfach einmal alles durchschneiden. Oh. What's up, nature buddy? Curious about that cave? It's the entrance to a place called Hana Valley, the site of an amazing waterfall, but monsters have moved in now. There's a trippy crystal ball that makes plants grow enshrined there. You'd think gardeners would be flocking here for it. Actually, not long ago, that Susano guy went marching in there. It's weird, normally he runs away at the sight of monsters. And he hardly seems the type to try his hand at gardening. Anyway, it's bad karma, man. You could be attacked if you went in. Nein, ich wollte ihn nicht anmalen. Wir wissen, was passiert, wenn ich das Hals vor ihm durchschneide. Ach Mann, muss doch wohl gehen. Ich will halt nur nicht ihn mit durchschneiden. Das habe ich vorhin aus Versehen gemacht. Okay, dann wundert er sich. Na, dann gehen wir da mal hin.
Da ist ja auch der andere Sapling, zu dem wir müssen. Ist quasi unser erster Dungeon jetzt. Obtain Traveler's Charm. Protects Travelers from danger. Increases Godhood by 1 level. Was soll das denn heißen? Probiere ich jetzt einfach mal. Okay. Keine Ahnung. Oh, guck mal da. Monster Party. Sie haben uns bemerkt. Was ist eigentlich, wenn ich die anmale? Wenn die dann irgendwie... Ich habe das doch vorhin mal gemacht, da habe ich die angemalt. Dann wirkt die irgendwie so verwirrt. Ach, diese blauen Zähne kriegt man, glaube ich, wenn man die, wenn sie schon besiegt sind und gerade in die Luft schweben, nochmal durchschneidet. Jetzt meine Tinte gerade leider leer. Hier, der ist gerade besiegt. Und wenn ich den jetzt nochmal durchschneide, gibt es einen blauen Zahn, genau. Okay, los. Ach, der ist noch nicht. Nee, der war ja nicht. Keine Ahnung, nicht geklappt. Jetzt bin ich Sonnengürtel plus, genau. Doch nicht. Huh? We got rid of the monsters, so why did the gods' power disappear? Guess the curse and the gods of these lands must be really strong. They can't intervene till we do something about this stagnant air. You obtain feedback, fish. Irresistible to animals who dine on fish. Bestimmt Katzen. Was ist mit dem Baum da los? Ah, ich glaube, den kenne ich. Hey, check out that tree, it's moving. Better be careful, Amy. Genau, der wirft nämlich jetzt was nach uns und dann müssen wir das hauen, um es auf ihn zurückzukloppen. Amy, did you just do what I think you did? Did you use Power Slash to hit the tree's fruit right back at it? It's wearing taste. It's wearing taste of its own medicine. Let's pass on by this creepy old tree while we can. Ich sehe jetzt nicht sogar durchschneiden oder so? Jo. Aha. Ching. Das ist schon eine coole Idee. Wie viel Happiness haben wir? Können wir noch wieder irgendwas hier? Ne, 35. Jetzt hätte ich doch gerne mal mehr Tinte. Tja, müssen wir noch mehr Tiere finden, die wir füttern können. Oh. Was ist das denn? The statue's all dirty. Kind of feel sorry for it standing in a place like this. Ja gut, da kann ich jetzt glaube ich nichts machen. Wie sieht's aus, hey? Oh. Was ist das denn? Oh, da ist Susano. Neues Monster. Ich frage mich, warum die alle Katakana auf ihren Masken haben. Da steht H, die anderen haben I. Vorhin haben wir einen mit Ro. Ich weiß nicht, was das soll. Iroha. Ja, was mache ich denn jetzt mit dem? Ich meine, noch haben wir ja nicht so viele Techniken. Da würde ich ihn einfach mal durchschneiden, wie die anderen auch. Ja, soll zu klappen.
Ja, ich meine, am Anfang hast du A, I, U, E, O. Dann, glaube ich, Kaki, Kukiko. Iroha war, glaube ich, irgendwas. Und wir hatten jetzt ein I, ein O und ein H. What's all that racket? Oh, it's you, Mutt. What are you doing here? Go home, I already told you I'm not looking for apprentices. Iroha sind die ersten 3 Zeichen des Iroha-Gedichts. Gedicht im 7-5 Metrum, in dem alle 47 Kana-Zeichen jeweils nur einmal benutzt werden. Vielleicht folgen die Monster dann auch den Zeichen dieses Gedichts. Anyway, Hunter Valley is no place for a model like you. Beyond this point lies my secret training ground. It's the perfect place to hide. I mean to train. Wie die Musik noch aufhört und Emmy. Now scoot, be off with you. Ja, kannst du knicken. Wow, check out that wall painting. It's said that a crystal sphere that makes trees grow is enshrined somewhere around here. Based on this painting here, I'd say the rumor must be true. Still, something is not right. Do you think there's something missing from this painting? Ja, ich würde sagen die Sonne. What in heaven's name? How did that happen? Oh, well, now I can go hide. Train. Now I can go train. Mann, es ist ja ein echter Held, ich muss schon sagen. Man sollte ihm wahrscheinlich schon hoch anrechnen, dass er überhaupt hier hingerannt ist und noch lebt. Was hast du denn jetzt noch dazu zu sagen? Half bad, and that's a lot coming from the Grady soon. Okay. Hui. Ich finde das so cool, dass beim Walljump, da wo ich hinspringe, dann auch Gras wächst. Was haben wir denn hier? What a strange place. Is this really the secret training ground Susano mentioned? Speaking of which, where'd Pops go anyway? Oh, ein Schild. Erstmal anbellen. Sacred Tree Cherry Cascade. I haven't seen anything remotely like a sacred tree around here. Das Schild stimmt nicht. Weg mit dir. Kann man offenbar nicht kaputt machen. Oh, Moment. Was willst du hiermit? What's up with this tiny sapling? I smell a faint scent like sakuyas coming from the sapling. Like sakuyas. Ich glaube, ich weiß noch, was man hier machte. Hier ist, glaube ich, so eine Kugel, die ich benutzen muss. Erstmal speichern. Was ist denn mit dem Bären los? What now? You foul beast, how did you get in here? Foul beast? So nur ein schlafender Bär. Warum auch immer der auf dem Ball schläft. You have some nerve sneaking into my private hiding training ground. Now you shall get a taste of my new secret technique. Your foul beast looks like an ordinary sleepy bear to me, Pops. Enough talk, my blade thirsts for battle. Das ist diesmal Imploding Explosion. Here goes nothing, Susano Style, Susano. Er hat echt die besten Move-Namen. Su. Was? Sa, da stand tatsächlich Su. Sa. No. Okay, sein Name. Susano.
Now for Susanoo Style. Exploding Implosion. Was steht da? Für Susanoo ist es ja ein Zeichen zu viel. Ach nee, der Herr Susanoo ist, glaube ich, mit 2 O geschrieben. Susanoo. That'll teach you, you foolish beast. Der Bär hat auch überhaupt nichts gemacht. You're no match for my new secret technique. Vor allem schläft der Bär einfach weiter. Rest in peace, foul beast. The great warrior Susanoo condemns the offense, not the offender. Anyway, there are other monsters I must deal with. Monster, ja. Schlafender Bär. Vor allem schläft der Bär immer noch. Sheesh, it's still sleeping like a, well, a bear. What a snore. Makes Susanoo sound like a kitten's purr. Okay. Hier, Bällchen, Bällchen. Oh, ich hasse es, Kugeln zu schieben. Aber die gehen noch. In Final Fantasy X-2, was ich nie wirklich gespielt habe, aber bei Spoonie gesehen habe, muss man noch diese dummen Musikanten irgendwann durch so eine Tür schieben. Und das war, glaube ich, richtig kacke. Schiebt eine ruhige Kugel. Ja. Ist bestimmt hier hin. Mhm. Oh. Wow, someone had a lot of time on their hands to think all this up. So this was that sphere in that wall painting. Ah, ja. Fehlt jetzt wieder die Sonne. I bet this sphere here is magic or something. Wie? Das war richtig? Aha. Gut, war jetzt auch nicht so schwer. Ich war eher einfach nur schockiert, dass das Spiel eigentlich das direkt wieder unter die Nase gerieben hat. Hey, is this a guardian sapling? It's all withered like the others. Oh. What the? Who turned on the lights? Oh, it's another constellation, Amy. Na, wer kommt jetzt? Oh, sieht aus, als müsste ich 2 machen, ne? War das ein Affe? Ich glaube, es war so eine Art Affe. Amaterasu, origin of all that is good and mother to us all. My gratitude for releasing my body from its slumber. Sakigami, das kann ich ja jetzt schon verstehen, von Saku, blühen. Please accept my humble thanks in return for your great kindness. I am Sakigami, one of the triumvirate of flora gods, known as the Hanagami, the Blumgötter. My brethren and I have been entrusted with the brush techniques known collectively as Green Sprout. I now grant my humble power to you. Use it wisely. Da ist das Kanji. That was Sakigami, one of the gods of Flora. Also die meisten Verben im Japanischen, eigentlich alle Verben im Japanischen enden auf U. Und in den meisten Fällen macht man aus dem U ein I, wenn man sie zu einem Nomen substantiviert oder mit einem anderen, was anderem zusammen kombiniert. In dem Fall wurde das Verb Saku mit Kami, also das Wort für Gott, kombiniert. Und deswegen wird daraus Sakigami.
Apparently, the bloom brush technique can make flowers blossom, simply by drawing a circle on a withered tree. Hey, maybe it'll make the withered guardian saplings blossom too. Ja, das ist, es gibt manche Fälle, wo dann der harte Laut weich wird. Tschüss. Oh, hallo viele. Das sieht aus, ey. Vor allem damals zu PlayStation 2 Zeiten war das immer so eine Szene, wo ich dachte, mit offenem Mund so ein bisschen davor saß, weil das so mega abgefahren aussah. Wow, look at how everything grew back so quick. Sakuya wasn't kidding about the power of the guardian saplings. So this is what Hana Valley is supposed to look like. Seems Sakuya's guardian sapling has lifted the evil curse. I'm not sure how weak the gods have become recently, but it must have taken some wickedly strong power to suppress this magnificent guardian sapling. Even if you're a shoot, I know you were born. We might be up against more than we bargained for. Oops, sorry. Hey, Amy, what about that withered guardian sapling outside? I bet you could revive it like you did this one. And by bringing that guardian sapling back to life, we might be able to lift the curse there too. What are we waiting for? Leap before you think, right? Und dann können wir das ja jetzt mal tun. Oh, jetzt ist es so schön hier. Gerade sage ich, jetzt ist es so schön hier, dann kommt das. Was ist eigentlich, wenn ich hier jetzt sowas mache? Nix. Wenn ich jetzt auf den da mache? Oh, jetzt habe ich ihn nur angemacht. Jetzt der Typ. Okay, das macht ihm nichts. Aber jetzt wahrscheinlich. Ja, es ist so schön. Und es ist so toll, wenn man alles grün macht. Stimme zu. Oh. Das trifft sich gut. Kann ich jetzt nämlich mal eben schnell aufs Toilettchen gehen. Was wollen die denn überhaupt haben? Esst ihr Samen? Okay. Dann schaut euch das mal eben an. Ich bin gleich zurück. Die Wildschweine haben gehört, so im Wald angestellt hast. Ach, das Hotel. Oh, ist schon vorbei. Und Emmy hat sich schlafen gelegt. Kann ich schon wieder was aufleveln? Ich mach mal das hier. Na, Christian, mache ich mir jetzt auch noch ein Bier auf? That creepy old tree just won't give up. I've got an idea, Amy. Maybe you could hit its fruit right back at it. And while it's stunned, you could use bloom to rid it of evil. Ah, das ist eine Idee. Haha, cool. Kriegt auch noch Happiness dafür. Das ist auch cool. Was ist mit denen? Die sehen jetzt auch wieder besser aus, oder? Nee. The statue's all dirty, but that's proof that it's been watching over us for ages. Kann man hier vielleicht irgendwie... Nee, das geht nicht, oder? Jetzt irgendwie sage, nimm mal das Wasser von hier und tu das dahin. Ja, das wäre cool. Ich glaube, das kann ich nicht. Oh, Amy, hold on. Hana Valley looks so much better now, but what about this gloomy patch of grass? You can use the power of bloom to fill it in. Just fill it with your brush and bloom will take care of it. Ich erinnere mich auch irgendwie daran, deswegen bin ich gerade auf die Idee gekommen. Nochmal.
Probier das gleich nochmal. Vielleicht fehlt uns aber auch irgendeine Fähigkeit dafür. Ich mache jetzt einfach mal wieder auf. You obtained Green Sprout Tips. Zumindest wenn ich es hinkriege, die Flasche zu öffnen. So. Prost, Leute. Using this green sprout technique, poke holes in the ground with dots. Oh, Moment, bevor ich lese, was das macht. There was a scroll too, eh? Emmy, this looks like the travel guide. It's an ancient record of a pilgrimage across the land. If this were the real thing, it would normally be worth a fortune, but with all the copies out there, you probably wouldn't get much for it. At any rate, if you ever want to read it, just press the blur to open the fan menu. It may sound rather preachy, but it should at least help you in your travels. Bevor das jetzt verrät, was passiert, mache ich das jetzt mal eben so. Haha. Ist das cool oder was? Ach, das ist so cool. So, was stand da jetzt noch? Was ist das hier? Hey Emmy, what about that Wither Guardians? You bet you could. Achso, das sind Sachen von Isun. Und anderen Leuten offenbar. These lute players are harder to exercise than green imps. One night, a man heard lute music and went out to find the source. Hiding in the shadows, he saw the imps stop playing and drink sake. Seeing his chance to attack, the man struck out, severing the lute string from his blade. The imps disappeared in a wisp of smoke. It's advisable to cut the string with a brush. Okay. Yellow imp. Folklore has it that these imps never cease in their mischief. Burrowing beneath the ground, they sound their mighty drums. The drums' vibrations shake the earth. Jump to avoid this attack. Legends tells us to lure them from the ground and strike from behind. Though riddled with disease, they are often portrayed whimsically. These stories are meant to make them seem less threatening. Animal, was ist das hier? Sparrow, chicken, dog, boar, hare, boar piglet. Warum stehen da in der Prozente? Was passiert, wenn die auf 100 sind? Treasure toe, was ist das? Dragonfly bee. Okay, aber wo war denn jetzt das mit den Tipps? Ach, das war hier. Draw a circle around a wilted tree and the ink turns to flowers. This unleashes the power of bloom, which is the essence of plant life. Also placing the brush on a lush area will yield green holy smoke. Drag the brush from there to create a streak of vegetation. This is another of the wondrous abilities granted by bloom. Bloom tips. Draw a broad circle surrounding the center of a wilted tree. Close the circle by connecting the beginning and the end of the line. If you're having trouble, try drawing slightly higher or lower. Beware of obstacles that may be nearby the subject of your circle. You may have trouble covering large areas when destroying flora. Combat this by using L1 to pull the camera back. Okay. Ich probiere das jetzt nochmal mit dem Wasser. Ich meine irgendwie, dass das geht, aber es kann sein, dass man da erst irgendwie so eine Wassertechnik für braucht. Ich glaube, man braucht dann so eine Wassertechnik, dann wird das hier auch irgendwie blau. Also wir haben ja zum Beispiel, der Pinsel reagiert grün auf Stellen, wo wir diese Technik nutzen können. Ich glaube, man kriegt irgendwann eine Wassertechnik und kann dann halt sowas machen, aber jetzt können wir das noch nicht. Nee, dann hätte es ja jetzt hier hochfließen müssen. Ich meine, ich erinnere mich auch an so eine Wassertechnik, mit der man bei irgendeinem Endgegner, der brennt, dann irgendwie was machen musste. Und dann musste man den mit Wind wegmachen. Das Feuer. Ich weiß nicht mehr. Ja, wir finden es bestimmt noch aus. Wir sind ja noch sehr weit am Anfang. Das Spiel fängt recht klein an, aber das hat schon noch einige Überraschungen und coole Worte und Techniken. Die hier kann man auch blühen lassen. Diese ganzen dunklen Gruselbäume hier. Au. Oh, das war voll daneben. Auch. Immerhin ein Stück Happiness.
Die sind schon wieder dabei. Hier, Blumen für euch. Hat sie nicht interessiert. So. Gebt mir eure blauen Zähne. Oh, jetzt brauche ich... Ja, okay, die Tinte muss ich nochmal weiter leveln. So viel Schaden habe ich bisher noch nicht genommen. Ah, jetzt. Nee, ich wollte ihn eigentlich... Genau, ich wollte ihn besiegen und dann durchschneiden. Und ich blauen Dinger kriege. Das habe ich, als ich das damals gespielt habe, glaube ich, irgendwann gegen Ende rausgefunden, dass das klappt. Ich weiß nicht mal mehr, wofür die blauen Dinger waren. Aber ich glaube, ich habe die immer verkauft. Oh. Auch wenn es nur einen gibt. Ich will, dass hier alles schön aussieht. Oh, Äffchen. Was esst ihr denn? Esst ihr das? Okay. Bitte sehr. Jetzt lernt ihr hier alle noch Kanji. Merkt euch das Kanji für Blühen. Und das Kanji für Happiness. Oh, sieht doch gleich viel schöner aus hier. Guckt euch die Bäume an. Das ist hübsch. Nicht wie vorhin. Den da hinten müssen wir auch machen. You obtained digging tips. All drawn by wandering artists. Contains useful information. Wo denn? Travel guide. Press triangle to dig holes. This simple act has great depth. Spots that appear... cool formuliert. Empty. Spots that appear empty may emit light in the darkness. Dig with triangle in these spots to find great treasures. That is not the only advantage of digging holes. You may notice a green glow in areas with lush vegetation. Dig there with triangle to reveal a wilted clover. Use the celestial brush to rejuvenate these clovers. The newly restored clovers will net... the newly restored clovers will net you much praise. Hier, oder? Ha. Dieses Du. Ich weiß gar nicht, ob das auf der PC-Version auch so ist. Auf der PlayStation 2-Version war das das Theme von dem Studio, von dem Entwicklerstudio. Ich glaube, wenn man das Spiel gestartet hat, kam auch mal dieses Du. Oh, habe ich einen Schatz dafür gekriegt, dass ich alle Bäume abblühen lassen. Ja gut, den können wir uns jetzt nicht entgehen lassen, oder? Auch wenn ich dafür nochmal backtracken muss. Jetzt will ich wissen, was das ist. Schatzilang. Es wird dunkel. Ich kann gleich mal wieder eine Sonne an den Himmel malen. Da ist er. Boah. You obtained Sun Fragment. Collect 3 of these bright fragments to extend solar energy by 1 unit. Okay, das hat sich definitiv gelohnt. Das ist wie die Herzfragmente in... Oder wie heißen die Herzteile in Zelda? Komm. Ich möchte wieder Tag haben. Aber hey, dann haben wir jetzt den hier geschafft. Dann gehen wir jetzt auf die Ebene und machen den anderen auch noch hell. Wenn ich gerade so dran denke, was noch alles kommt. Da sage ich natürlich nichts zu. Aber es ist irgendwie... Es ist immer so ein cooles Gefühl an so einem Spiel, das man schon kennt und anderen gerne zeigt. Gerade erst angefangen zu haben und dann immer so ein bisschen
heimlich in Gedanken schon zu schwelgen an die Erinnerungen von Sachen, die da noch alle kommen. Moment, das habe ich genau gesehen. Oh. 97, was brauchen wir denn für noch mehr Tinte? 100. Okay. Müssen wir noch 3 Bäume finden oder so. Wir kriegen bestimmt da draußen gleich jede Menge.